In der Stille kann einiges passieren. Es kann einfach still bleiben, ruhig. Es können Bilder entstehen aus Zeiten, die nicht mit diesem Leben zu tun haben. Es können Visionen entstehen, Lösungen entstehen von Problemen tatsächlich, die man im Leben hat. Es kann aber auch einfach bei stille Dunkelheit bleiben. Oder Licht. Suchen sich. Sie suchen sich. Menschen, die bereits jahrelange Meditationserfahrung haben, aber ihnen die Disziplin fehlt, es zu Hause zu machen, weil das Kind schreit oder sie halt keinen Rückzugsort mehr haben in ihrer Familie, um einfach einen öffentlichen Ort zu haben, um zu dieser Stelle zu kommen, zu der Ruhe in sich selbst, zu dem Mittelpunkt. Die Stille ist auch im Alltag da. Es ist ja nicht so, dass man unbedingt meditieren muss oder in die Ruhe gehen muss, um dann mit dem Schöpfer in Kontakt zu treten. Es kann auch beim Einkaufen an der Kasse passieren, wo man einen Moment der Ruhe erwischt, des Moments, des wahren Moments, und dann hat man noch das nötige Ohr oder das Auge dafür, es wahrzunehmen. Aber man muss es natürlich auch wahrnehmen können. Ansonsten gleitet das an einem vorbei und es existiert sozusagen für dich dann gar nicht mehr. Kommunikation mit dem Schöpfer. Stille ist, wenn wirklich jeglicher Gedanke zum Stillstand kommt. Lehrer. Wie wichtig sind Lehrer? Lehrer sind sehr wichtig, weil alleine schaffen wir gar nichts. Aber welchen Lehrer? Fragt man sich oft. Da gibt es überhaupt gar keine Empfehlung. Weil, wenn man sucht, wird man nie jemanden finden, der einem was beibringt. Besonders nicht im Geistigen. Es ist eher so, dass der Lehrer den Schüler findet und nie umgekehrt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich vor 15 Jahren versucht, einen Lehrer zu finden, der mir sozusagen die Grundprinzipien des Geistes erklärt. Und ich habe gesucht. Ich habe viele Leute gesehen und getroffen, aber ich habe nichts gefunden. Es hat mich nichts angesprochen. Da war nicht die Präsenz da, die wie wenn man nach Hause kommt zu seinen Eltern und man weiß, das sind seine Eltern. Dieses Gefühl muss man haben bei jemandem oder bei jemandem, wenn man hier wirklich einen Lehrer haben will. Man muss sich dem ja anvertrauen, bis zur letzten Phase seines Seins. Ja, man muss jeden Shit, den man in sich trägt, auch austragen können und vertrauensvoll dem Lehrer hingeben und sagen, das ist mein Shit, mach damit was oder erklär es mir, was es bedeutet, ich leide darunter. Und so habe ich gesucht und nicht gefunden. Ja, und dann war ich fertig mit meinem Chemiestudium und bin dann nach Australien geflogen und habe losgelassen. Ich habe dann aufgehört zu suchen. Ich habe gesagt, so, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich finde sowieso nichts. Es war aber nicht eine Protest- oder eine Frusthaltung, sondern es war eher ein wirklich Loslassen. So. Vielleicht vergehen irgendwie ein paar Jahre, habe ich gedacht. So. Und tief in den Bergen in Nordaustralien habe ich halt in einer Backpackers-Unterkunft jemanden getroffen und das war halt mein erster Lehrer. Obwohl ich nur 5 Tage meines Lebens erleben durfte, aber kam es mir vor wie 5 Jahre und es war wunderschön und das war mein erster Lehrer. Und das ist die Verdeutlichung, was ein Lehrer bedeutet. Er kommt in dem Moment, wo du es nicht erwartest und dann schenkt er dir etwas ganz Besonderes, nämlich er schenkt dir deine innere Einkehr, um dich wirklich zu finden. Und das kann ich nur jedem empfehlen,
wirklich nicht auf irgendwelche Massenevents zu gehen, nur weil da irgendjemand meint, er ist erwacht oder sie ist erwacht und danach strömt. Es könnte nicht derjenige oder diejenige sein. Ja, nur weil das gerade populär ist. Es kann auch die Kassiererin in der Kasse bei Penny sein.